Meine Liebe, Kompliment. Das gibt es wirklich nur in Paris. So ein pontevedrinisches Fest. Mir ist heute Abend tatsächlich das Erstaunen zahlreicher unserer Landsleute aufgefallen, als sie ihre Nationaltracht im Film erblickten. Dieser Film hat so viele Erinnerungen in mir wachgerüttelt. Welche? Eine Vergangenheit aus Bravour, Kühnheit, Heldenmut und vor allem der Unabhängigkeitskrieg. Oh. Gut, ich werde euch, sollte ich die Energie dazu finden, die Schlacht von Grausamow erzählen. Eine Schlacht, bei der selbst Souffleurkästen da glauben mussten. Verfolgt durch einen Feind habe ich durch die blühenden Landschaften mutig die Flucht ergriffen. Eine Abteilung Husaren war mir auf den Fersen. Ich springe über Hecken, ich steige über Kadaver, ich überhole erstaunte Bauern. Ich durchschwimme Flüsse und ich entdecke einen Berg, ich erklimme ihn. Ein Baum taucht auf, ich erklettere ihn. Ein Vulkan raucht, ich lösche ihn. Eine Grotte öffnet sich, ich springe hinein. Eine Kuh versperrt mir den Weg, ich melke sie. Endlich erreiche ich den Striezelmarkt. Ich stürze mich hinein, die Buden alle zu. Der Feind entschließt sich, mich durch Hunger in die Knie zu bringen. Mittags haben sie mit der Belagerung begonnen. Um 4 Uhr habe ich mich entschlossen, mich zu ergeben. Ha, um 4 Uhr? Aber warum? Bitte, warum 4 Uhr? Zeit für Kaffee und Eierschecke. Exzellenz? Ist das alles, was es zum Aperitif gibt? Ja, heute gibt es Knäckebrot mit stillem Wasser. Nicht mal Salzstangen? Nein, aber zum Dessert reichen wir Fallobst. Oh, Oh, meine Freunde, ich sehe, dieser schreckenerregende Bericht hat Ihnen sicher Appetit gemacht. Das Buffet ist eröffnet in den Gärten des Trocadero. Nicht zu sprechen, das ist ja unglaublich. Er hat mir doch versprochen. Vielleicht findet ihr mich nicht anziehend genug. Aber Madame, bei Ihrem bei Ihrem Konterfei, bei Ihrer Schönheit, Ihrem Charme, Ihren inneren Werten. Oh, lieber Freund, manchmal sind Sie wirklich sehr dumm. Herr Negus? Oh. Leb wohl, du Frau. Immer wenn man den Grafen braucht, kommt er nicht. Er wird kommen. Er wird nicht kommen. Er wird Ach, kommen. er wird nicht kommen. Er wird nicht kommen. Da ist er doch schon. Sag ich doch. Da sind Sie ja, Herr Graf. Und dann noch ganz persönlich. Ja, Sie denken an die Mission, die Ihnen meine Regierung aufgetragen hat. Sie müssen alle Verehrer von Madame Glabary fernhalten. Die gefährlichsten sind die Herren de Saint-Brioche und Vicomte Cascada. Ich kümmere mich um Sie. Und vor allem der Herr von Rossillon, um den müssen Sie sich kümmern. Ja, das ist etwas schlimmer. Wenn man nur ein Pünktchen finden könnte. Aber er ist doch Ihr Freund. Ja, das macht es nicht leichter, ein Mittel zu finden, wo Es gibt eines. Sie haben uns belauscht, Herr Negus. Nein, überhaupt nicht, Doch, Exzellenz. doch, Das steht in meinem Text auf der Seite 68. Hier, ich habe mein Textbuch immer dabei, kann ich beweisen. Moment. Seite 68, Negus, meine Rolle. Ja, ist ja gut. Ja, das ist meine Rolle, muss ja mal gesagt werden. Ja. Doppelpunkt, es gibt eines. Ja. Ja, Seite 68, der Beweis. Und hier, Baron Mirko Zeta, das bin ja ich. Oh. Haben Sie uns belauscht, Herr Negus, das habe ich ja gesagt. Ja, das haben Sie gesagt, aber jetzt ist er dran. Danilo, Doppelpunkt. Und dieses Mittel. Folgendes, Herr von Rossillon hat sich verliebt. In Frau Glabary? Nein, in eine verheiratete Frau. Ihr Name? Vergessen.
Da gucken Sie doch mal in Ihr rotes Büchlein. Jetzt hat es ja Sinn. Seite 69 vermutlich, vielleicht sogar schon 70. Wir sind ja vorangekommen. so eine Operette zieht sich. Oh ja. Ach, ist das ärgerlich, das ist aber ärgerlich. Das passiert doch im zweiten Teil. Und im zweiten Teil habe ich ein blaues kleines Büchelchen. Und das blaue kleine Büchelchen befindet sich in meiner Garderobe. Da gehen wir jetzt ganz schnell mal hin, ja? Ich würde sagen, wir machen mal 5 Minuten Pause. Jetzt zieht sich's wirklich. Das hat man davon, wenn man einen Staatsschauspieler in der Staatsoper einfach so rummachen lässt. Halt, ich muss wissen, in wen Camille verliebt ist. Aber das wissen wir doch. Warten Sie doch mal. Erleuchtung. Wem gehört diese Schrift? Das ist doch Camilles Handschrift. Ah, und wem gehört der Fächer? Wahrscheinlich Olga Kromow. Ach, der Fächer kann so vielen gehören. Ich werde es herausfinden, meine Herren. Verlassen Sie sich auf mich. Ja, bis später. Oh, entschuldigen Sie, Exzellenz. Wo müssen Sie hin? Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir den gleichen Weg. Jetzt wird's heiß. Manche mögen's heiß. Come on and here. Come on and here. It's got December's ragtime band. Come out here, come out here, you're the best man of the land. Graf, ich wundere mich, dass Sie für mich überhaupt noch sichtbar sind. Sie weichen mir ja aus auf Schritt und Tritt. Ah, Kriegslist. Ich plänke als leichter Kavallerist. Ah ja, stimmt. Wir sind ja feindliche Mächte, aber ein tapferer Reitersmann plänkelt nicht. Er greift an. Ich möchte ja so gern angreifen. Fest angreifen. So tun Sie's doch. Es geht nicht. Ach, Sie dummer Reitersmann. Bitte? Ja, Mädel, aufgeschaut, guck, die schmucken Reiter. Nimmt dich einer wohl zur Braut oder sprengt er weiter? Ja, Mädel, lass ihn nicht kampfeis von dir tagen. Guck ihm keck nur ins Gesicht, blitzt mit deinen Augen. Mädel schaut und Mädel guckt, dass es ihm im Herzen zuckt. Mädel sagt trotzdem, sie schreit, dass sie sich in ewig neigt. Dummer Reitersmann, der mich nicht verstehen kann. Dummer Reiter, reitet weiter. Dummer Reitersmann, hoppla, 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 hopp. Dummer Reiter, reitet weiter. Dummer Reitersmann. Ja, Reiter, kehr zurück, hab sein Pferdchen tänzelt. Jetzt mit seinem Blick bittet und scharwenzelt. Mädel kümmert sich nicht drum, hüpft und summt ein Tänzchen. Reiter, du warst gar zu dumm, doch ich bin kein Gänschen. Reiter guckt und Reiter lacht, willst du nicht nur dann und Nacht? Mädel meiner Wahl, ich komm nicht ein zweites Mal. Dummer Reitersmann, der mich nicht verstehen kann. Kluger Reiter, reitet weiter. Kluger Reitersmann, hoppla, 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 ho. Hoppla, 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 ho. Kluger Reiter, reitet weiter. Kluger Reitersmann. Kluger Reiter, reitet
wem Camille diesen Fächer gewidmet hat. Frau Kromer. Graf. Sie haben sicherlich etwas verloren. Noch nicht. Schauen Sie hier. Auf diesem Fächer hat ein junger Mann eine glühende Liebeserklärung geschrieben. Raoul de Saint-Brioche. Oh! Oh! Ich bin nicht eifersüchtig, aber der wird schon sehen. Oh, Raoul de Saint-Brioche. Raoul de Saint-Brioche. Saint-Brioche ist der Ihrige. Schöne Sachen hört man, wenn man so ein bisschen herumfragt. Frau Bogdanowitsch. Frau Bogdanowitsch, Sie haben doch sicherlich etwas verloren. Was denn? Auf diesem Fächer hat ein junger Mann eine glühende Liebeserklärung geschrieben. Wie kommt Cascada mit Hanna? Niemals. Ah! Oh, danke, Graf. Danke. Wie kommt Cascada? Wie kommt Cascada? Der Cascada ist der Ihrige. Es wird ja immer besser. Aber wem zum Teufel hat Camille diesen Fächer gewidmet? Oh, was für ein schöner Fächer. Das kann wohl nicht die sein. Oh, Graf, warum sehen Sie mich so an? Sie zwingen mich dazu, die Augen zu senken. Wieso? Oh, danke. Auf diese Erklärung warte ich seit 30 Jahren. Wieso? Warum haben Sie es nicht schon früher gewagt? Ich? Oh, mein süßer Freund. Lange habe ich es schon erraten. Ich habe auf mir Ihre brennenden Blicke gespürt. Oh, haben Sie Angst vor mir? Nein, nein. Angst vor Ihnen selbst, oh mein Danilowitsch. Helfen Sie mir. Oh, dort kommt Ihr Gatte. Was? Oh, Himmel! Oh. Mein Herr, alles in Ihrem Verhalten stellt unter Beweis, dass Sie vergessen, wer ich bin. Glauben Sie? Nur zur Erinnerung. Ich bin Vicomte Cascada. Mein Herr, mir sind Vorortdiplomaten egal. Übrigens halte ich Sie für ein Nichts, einen Aufschneider, einen Idioten. Mein Herr, genug der zweideutigen Anspielungen. Genug. Meine Herren, wirklich genug damit. Ja, es kann ein Skandal hier ausbrechen in jedem Moment. Ja, was ist denn los? Erklären Sie uns. Frau Glavery könnte erfahren, dass ein Verhältnis besteht zwischen Ihnen, lieber Saint-Brioche, und Frau Kromer, und zwischen Ihnen, lieber Cascada, und Frau Bogdanowitsch. Zum Teufel! Wenn Sie also kein Aufsehen erregen würde, dann bitte ich Sie, sprechen Sie nicht mehr mit Frau Glavery. Danke. In Ordnung. Danke. Die Ehegatten. Sie kommen gerade recht, meine Herren. Ich sprach gerade mit diesen Herren darüber, wie sich Ehemänner benehmen sollen, wenn sie merken, dass ihre verehrten Ehefrauen sie betrügen. Das ist ganz einfach. Ich blase dem Herrn das Gehirn heraus. Ich knute ihn zu Tode. Blitz, oh je, das ist aber nicht sehr parischerisch. Na, wie behandelt denn dann ein feiner Pariser Mann den Liebhaber seiner Frau? Er tätselt ihn. Der Graf hat recht. Er hat die Referenz, was die Damen anbelangt. Er hält den Rekord. Wie die Weiber, eine Hand hört ihn an. Eine so, die andere anders, einen feinen Feldzugsplan. Dass die Weiber, Holz bleiben, als so viel, das hat man doch nicht erkennen. Da gibt's keine Theorie. Der eine macht man Komplimente so und schmeichelt ohne Ende so. Der andere muss man imponieren so. Dann darf sie auch sogar sekieren so. Die dritte Regel Zärtlichkeiten so. Die vierte, die will tanken, streiten. So. Die fünfte, die will lachen, tanzen so.
Ja, das Studium der Weiber ist schwer. Diese Weiber verteufelt noch mehr. Die versprechen doch an Seele und Leib. Kann das Weib, Mädchen zart, Mädchen hart, blondes Haar, mit dem freundlichsten Blau ein Haar. Ob sie schwarz oder rot oder blond sind gefärbt, ist egal, an der Stadt gekehrt. Weiber, 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 ja. Ja, das Studium der Weiber ist schwer, wie das Wetter verteufelt noch mehr. Niemals fällt auf ein Seele vorbei, und das Weib, Mädchen zart, Mädchen hart, blondes Haar, wie die Treues und blaue Haar. Ob sie schwarz oder rot oder blond sind gefällt, ist egal, wenn du doch gekehrt. Das Studium der Weiber ist Weiber, Weiber, das Wetter verteufelt doch Weiber, niemals fällt doch an Seele und Weib. Mädchen zart, Mädchen hart, blondes Haar, mit den treuesten blauen Haar. Ob sie schwarz oder rot oder blond sind gefällt, ist egal, wenn du doch gekehrt. Ja, das Studium der Weiber ist schwer, gibt es Wände verteufelt noch mehr. Niemand schwimmt noch an Seele und Weib. Kann das Weib. Mädchen zart, Mädchen hart, blondes Haar, wie die treuesten blauen Haar. Ob sie schwarz oder rot oder blond, ist egal, wenn du doch gekehrt. Oh, Graf, ich habe Ihnen gesucht. Madame, zu Diensten? Ich möchte Sie etwas fragen. Schauen Sie mir an. Ja, bitte. Finden Sie, ich sehe aus wie ein Kirschbaum. Ein Kirschbaum? Ja, oder eine Pflanzung von kleinen Erbsen. Kleinen Erbsen? Ja, finden Sie. Auf die zwei Dinge wäre ich wirklich nie gekommen. Aber warum wachen Sie dann über mir wie eine Vogelscheuche? Eine Vogelscheuche? Ja, Sie entfernen alle meine Verehrer. Ah, das ist so eine Laune, eine Hobby, kann man fast sagen. Sport ist das. Graf, wenn Ihnen jemand zuhört, der könnte meinen, Sie seien in mir verliebt. Ach, dieses jemand muss sich gewaltig irren. Ach, nachdem Sie also nicht das geringste bisschen Liebe für mir übrig haben, möchte ich Sie doch bitten um eine Meinung. Okay. Ich möchte Sie fragen, ob ich mich verheiraten soll und gegen wen. Sie wollen heiraten? Ja, bitte, heiraten Sie doch was, wo und womit Sie wollen. Das tut mir nicht weh. Und ich werde auf Ihrer Hochzeit tanzen. Ihrer Hochzeit so tanzen. Warum schreien Sie so? Ich schreie nicht. Sie kochen vor Eifersucht. Eifersüchtig? Ja, aber nicht auf Sie. Oh. Ich bin überhaupt eifersüchtig. Das ist so eine Berufung von mir. Aber gibt es eine Frau in der ganzen Welt, wo ich nie eifersüchtig wäre, dann wäre es Sie. Oh, mir fehlen die Worte, Ihnen zu sagen. Was? Sie sind ein... Was? Ich kann es Ihnen... Was? Oh, nichts. Ich koche vor Wut. Er hat etwas geschrieben. Ich liebe die Shocking. Aber vielleicht hat er es für mich geschrieben, also nicht Shocking. That's really sweet. Aber warum sagt er es mir nicht selbst? Er muss es mir selbst sagen. Und damit er es mir sagt, muss ich ihn aus der Fassung bringen. Nur wie? Vielleicht mit Erinnerungen. Graf, Bitte? woran
denken Sie? An nichts. Oh, und ich habe etwas anderes gedacht. Als ich weniger reich war, waren Sie um vieles reicher an Liebenswürdigkeit. Ich habe alles vergessen. Alles? Alles. Auch den Nationaltanz von Pontevedra? Den Kolo. Ich koloe immer noch. Tanzen Sie nicht? Eine Würde, gnädig. Die Würde muss tanzen. Die Vergangenheit wird mir ganz klar. Sie ersetzen den armen Kolo von früher mit den Walzer von heute. Rede nicht schlecht über Walzermusik, Wieso nicht? weil sie sich rächt. Sie hüllt dich ein. Sie kreist um dich. Sie nimmt dich bei der Hand. Und ganz langsam zieht sie dich mit. Liebst du mich? Nein. Absolut nicht. Absolut nicht. Es ist unmöglich, mit dem Grafen Danilowitsch jetzt zu sprechen. Unmöglich? Ich habe ein Telegramm erhalten, das Folgendes beinhaltet. Denken Sie...
Denken Sie an die 50 Melonen. Seine Majestät muss einen stabilen Magen haben. Seine Majestät ist auch Innenminister. Jawohl. Fürchten finanzielle Kreise. Wir fürchten finanzielle Kreise. Da bin ich furchtlos. Dringende Antwort erbeten. Wir dürfen keinen Augenblick verlieren. Ich denke mir eine neue Antwort aus. Wir treffen uns in einer Viertelstunde. Ich würde sagen, in diesem Pavillon, da sind wir vor Neugierigen sicher. Und was machen wir mit diesem Eisverkäufer? Kusse Markus Oktak in Alabuk. Kusse Markus Oktak in Alabuk. Und was soll das heißen? Du kannst den Laden zumachen. Ja, Ladenschluss. Raus aus dem Haus. Raus. I'm dreaming of a white Christmas. Und wenn ich dir gehorche und auf dich verzichte, was wäre meine Belohnung? Mein Freund, gute Taten genügen sich selbst. Schlechte auch. Ja, das stimmt. Aber man kann nicht sagen, dass... Ah, dein Fächer. Oh, mein Fächer. Gib mir einen Stift. Ich bin eine anständige Frau. Valoisien, verweigerst du mir sogar einen Abschiedskuss? Einen Kuss? Willst du mich denn ins Unglück stürzen? Mein Freund, vernommen. Wie sie mich quälen! Ich will's. Sie müssen sich vermählen. Sie müssen heute noch mit Anna sprechen. Nun gut, ich tu's, doch wird das Herz mir brechen. Oh, glauben Sie, es fällt mir schwer, auf Ihre Liebe zu verzichten. Doch muss ich nicht, so wie's die Ehe, streng nach der guten Sitte richten. Muss ich für immer dich verlieren? Sie wollen mich doch nicht kompromittieren. Das will ich nicht, das darf ich nicht. So ist es recht, so hab ich dich lieb. Ich muss dich küssen. Mache mich böse. Vergib, mein Lieb. Wie eine Rosenknospe im Maienlicht erblüht, so ist in meinem Herzen die Liebe aufgeglüht. Das seh ich keinen, von dem ich nichts geahnt. Ein wundersames Träumen, das mich ans Glück benannt. Und nun das Glück gekommen, soll's wieder fort, das Maienlicht verblammen, die Knospe sie verdorrt. Ein Jauchzen ohne Singen in meiner Seele schreit. Es wird sich nie erringen, der Liebe Allgewalt. Es wird
Die Botschafterin ohne den Botschafter, aber mit einem Mann, wie geht das zusammen? Oh, Camille, nicht so schnell. Ich kann nicht mehr. Ach, der Botschafter. Na, was ist, Herr Nigusch? Alles bereit im Pavillon? Sieht so aus. Na dann, auf geht's. Aber unmöglich schon besetzt. Bitte? Ich meine, der Pavillon ist schon besetzt, sehr besetzt sogar. Nun könnte man fragen, wovon. Ein anderer würde fragen, von wem. Und beide Fragen wären berechtigt. Ich würde in diesem Falle dringend empfehlen, nicht darüber nachzudenken. Oh. Ein Paar? Oh. Nein, ein Frosch. Ein Frosch? Ja. Das ist eine andere Operette. Oh nein, kein Paar. Nur 2 Personen. Sie scheinen mir ein wenig neben der Mütze, Herr Nigusch. Ja, mir liegt zu viel an eurer Existenz, Exzellenz. Was habe ich denn damit zu tun, was da drin passiert? Ja, das ist ja das Problem. Nochmal. Nochmal, ich verstehe. Aber... Graf Danilowitsch. Nein, Herr von Roussillon. Camille? Oh ja. Camille mit einer Frau? Oh ja. Bravo! Ja. Bravissimo! Oh, wie schrecklich, wie schrecklich, wie Wir werden schrecklich. schon herausbekommen, wer seine Flamme ist. Wenn er wüsste, dass das seine Frau ist. Was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Aber Sie haben was gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe was gesagt. Ja, ich sage nur, wenn man wüsste, dass da ein V ist. Ein V. Ja, da ist ein V. Ein V, ein Vogelv, also Vögelv. Ah! Sie vögeln in der Falle. Genau. Herr Nigusch, dieser Pavillon hat eine Hintertür. Machen Sie den Mund zu und diese Hintertür. Jawohl, Exzellenz, aber vorher lasse ich die Vögel entfliehen. Nicht
Graf, eine große Neuigkeit. Das Geheimnis der Geliebten unseres Freundes Camille liegt offen zutage. Wer ist es? Ich werde es herausbekommen, ich werde lauschen. Exzellenz, das ist nicht fein. Aber sehr praktisch. Was hören Sie? Ich höre nichts. Lauter! Aber Exzellenz, warum lachen Sie denn? Er sagt, dass er sie liebt und dass er sich opfern soll für eine Heirat. Ich denke an den Ehemann, das ist immer sehr lustig. Ich möchte doch zu gern wissen, wer diese Frau ist. Sicherlich ist es die Frau von so einem alten Idioten. Da haben Sie sicher recht, Exzellenz. Was ist los? Das ist meine Frau. Das ist infam. Das ist infam. Sie liebt mich nicht mehr. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, mir wäre jetzt übel. Ich ersticke. Ich ersticke. Exzellenz, denken Sie doch an den Ehemann. Sie haben doch gerade vorhin gesagt, das ist immer lustig. Ja, aber doch nicht, wenn ich der Ehemann bin. Also das ist alles andere als lustig. Ja. Aber denken Sie doch an die 50 Millionen. Exzellenz, Sie leiden für das Vaterland. Das Vaterland, Prietschü, kann mich mal. Das Vaterland hat seine Grenzen. Aufmachen! Johanna und Camille, heute blind, ich sage genau. Johanna und Camille, mein ganzer Geist ist still. Es wird die Sache etwas grau. Wo ist denn meine Frau? Du wünschest. Ich bin stumm und starr. Es ist geschehen, das spricht doch klar. Johanna und Camille, So sei doch endlich still. Da dort eine Dame kurz zuvor. Ich guckte schnell durch Schlüsselloch. Das war gerade nicht so fein. aber Kraft kraftig des Weines tore nicht, dass dieser Herr da mir Liebe schwor. Die Dame, die war ich. Johanna, Ich hätte geschworen, es wäre meine Frau. Mein lieber Kollege, stets ist nicht zu sagen. Oh nein, Todlein. Und war der Baron so indiskret, zu lauschen und spähen beim Schlüsselloch, so sagen Sie, was drinnen Sie mir gestanden. Ich bitte, so sagen Sie's doch. ich soll es sagen und ich soll's ertragen. Nun, Exzellenz, da ich nicht anders kann, was ich drin sagte, so hören Sie an. Jetzt bin ich doch gespannt, was er mir sagen wird. Wie eine Rosenknospe in neuer Lichte blüht, so ist in meinem Herzen die Liebe aufgeglüht. Das war ein selig Träumen, von dem ich nichts geahnt, ein wundersames Träumen, das mich ans Glück gewandt. Und nun das Glück, ich
berichterstatten, was sich im dunklen Pavillon zugetragen hat. Es gibt kein Zurück. Jetzt kommt der Haupttrumpf. Den Herrscher, den hab ich, was sollen Sie? Du was? Das Archäolog des seelischen Wien. Herr Rossillon. Was? Ich verstehe das. Nicht stark. Die Wirkung ist ganz wunderbar. Wir gratulieren. Verfluchte Millionen. Die verlorenen Millionen. Das geht doch nicht. Da muss ich protestieren. Die Baronin blamieren. Sie wollen wirklich. Wirklich wollen Sie? Warum denn nicht? Ich bin dagegen und der Graf. Sie auch? Und warum soll ich dagegen sein? Ich gebe Ihnen meinen Segen. Ich meine nur. Was meinen Sie? Verliebt ich oft, verlobt ich selten. Heirate nie. Die Ehe ist für mich privat. Ich rede nur als Diplomat. Wahrhaftig nur dein Standpunkt, der längst überwunden. Ein Zweibund sollte stets sich sein, doch bald stellt sich ein Dreibund ein. Der zählt oft bloß nach schwachen Stunden. Vom europäischen Gleichgewicht. Wenn einer sich verehelicht, von dem ist bald nichts mehr zu spüren. Der Grund liegt meistens nur darin. Es gibt, Madame, zu sehr sich in der Politik der offenen Türen. Das ist doch... Jawohl, ich schildere nicht zu stark, sie ist etwas faul im Staate Dänemark. Ein flotter Ehestand soll sein, ganz nach Pariser Art. Ihr sagt, Madame, ich sag, Monsieur, ganz nach Pariser Art. Wir lieben uns, wie sich's gehört, ganz nach Pariser Art. Wo jeder seine Wege geht, ganz nach Pariser Art. In Wasser, mit Nasso, tralalala, macht mir Spaß, so tralalala. Und sollt die Ehe anders sein, dann spring ich nicht hinein, oh nein, oh nein, 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 nein. Ja, dieser Ehestand wird flott, ganz nach Pariser Art. Der Mann zieht die Frau zieht hot, ganz nach Pariser Art. Und keiner macht sich was daraus, ganz nach Pariser Art. Sie sehen ganz scheidungsfähig aus, ganz nach Pariser Art. Das hat was so tralalala, macht mir Spaß so tralalala. Und sollt die Ehe anders sein, dann springt sich nicht hinein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Aber nicht so wut entbrannt, ruhig, ruhig mit Verstand. Zu der Vermählung, schöne Frau, gestatten Sie eine Erzählung. Gewiss, das ist ja
sehen Sie mich an, ich bin schon sehr gespannt. Also bitte. Also bitte. Es waren zwei Königskinder. Ich glaube, sie hatten sich lieb. Die konnten zusammen nicht kommen, wie einst dies ein Dichter beschrieb. Der Prinz, dem die Mama verschlossen, er hat dafür seinen Grund. Das hat die Prinzessin verdrossen, warum er nicht auftat den Mund. Da hat nun die Dame Prinzessin getrieben ein grausames Spiel. Sie gab ihre Hand einem anderen, und das war dem Prinzen zu viel. Du gnädigste Dame Prinzessin, du tatest daran gar nicht recht. Du bist doch nicht besser wie andere, vom schwachen Kokettengestlecht. Doch glaubst du, dass ich mich drum kränke? Haha, da täuschest du dich! Im Traume ich nicht daran denke. Das sagte der Prinz und nicht ich. Und weiter da sagte der Prinz noch. Da, nimm ihn, der seid dir vergönnt. Drauf ist er von dannen gegangen. Und das tu ich auch. Kompliment! Wohin denn, Graf, wohin? Wohin ich geh? Dort, wo ich zu Hause bin. Ich gehe zu Maxim, dort bin ich intim. Ich tute alle Namen, sie beim Tode nahmen. Tutto Gesù, che lo margo frufru, si lasse mi vergehen.